Wesen von anderswo kamen auf diesen Planeten und begannen ein Königreich oder eine abtrünnige Zivilisation auf der Erde zu errichten. Das klärt also die Anunnaki. Sie sind nicht nur eine Rasse von Menschen aus genau einem einzigen Ort. Diese Menschen kamen aus mehreren Orten. In meiner neuen TV-Serie über die Anunnaki, die bald erscheint, werde ich darüber sprechen. Eine weitere Frage ist: Woher kamen sie? Wenn man diese alten Texte wie Tabit-Schriften, Zylinderschriftrollen und Papyrusse betrachtet, fällt auf, dass sie alle aus einem zentralen Ort zu stammen scheinen, dem plejadischen Sternensystem. Ich möchte den zurückkehrenden Champion Billy Carson wieder in der Show begrüßen. Alles klar, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich schätze es, Mann. Aus irgendeinem Grund, Bruder, jedes Mal, wenn du und ich reden, mag der YouTube-Algorithmus es wirklich, weil wir, glaube ich, über 1,5 Millionen Aufrufe erreicht haben und es wächst weiter. Hör zu, wenn etwas den Algorithmus anspricht, bedeutet das, dass selbst der Algorithmus wissen will, worüber wir reden. KI ist so, ich muss das meiner Datenbank hinzufügen. Das klingt sehr interessant. Ja, also wir haben in unseren letzten Gesprächen viele Themen behandelt. In diesem Gespräch möchte ich jedoch auf etwas eingehen, das mich enorm fasziniert und zu dem ich noch nie tief eingetaucht bin. Es gibt zahlreiche historische Beweise für das Konzept der Anunnaki. Könntest du den Leuten erklären, was die Anunnaki sind und wie dieses Konzept Kulturen auf der ganzen Welt auf eine Weise überschreitet, die nicht ignoriert werden kann? Es scheint etwas Bedeutendes zu sein, aber was genau, weiß ich nicht. Könntest du für diejenigen, die es wissen möchten, erläutern, wer die Anunnaki sind? Absolut. Ich bin froh, dass du gefragt hast, da viele verwirrt sind, wer und was die Anunnaki sind. Oft wird ihnen ein bestimmtes Geschlecht oder eine Rasse zugeordnet, aber das ist nicht korrekt. Es ist ein Begriff, kein Name. Der Begriff Anunnaki ist eigentlich ein allgemeiner Begriff, um Wesen zu beschreiben, die nicht von der Erde stammen. Richtig? Wenn wir in ein anderes Sonnensystem reisen, zum Mars vielleicht, und dort auf Marsianer treffen und sie fragen, woher wir kommen, werden wir nicht sagen Miami, oder? Ich bin Billy Carson aus Miami, Florida. Die würden fragen, wer? Wir werden einfach sagen, Erdlinge. Und so wurde der Begriff Anunnaki von den Sumerern definiert. Es ist ein allgemeiner Begriff für diejenigen, die vom Himmel zur Erde kamen. Und dieser Begriff hat es in viele andere Texte in verschiedenen Abwandlungen geschafft, sogar in der Bibel. Dort nennt man sie die Anak, die Anak. Und sie nennen diese Leute megalithische Riesen. Sie sagen, dass diese Menschen so groß waren, dass wir in ihren Augen wie Heuschrecken waren. Das steht in der Bibel. Im alten Ägypten nennen sie Ninitiru. Sie sagen, dass die Götter, die vom Himmel zur Erde kamen, genau dieselbe Terminologie und aus Schlamm ein Königreich machten. Wenn man nun tiefer schaut, woher diese Menschen kamen, stößt man auf viele verschiedene Texte und beginnt zu erkennen, es war nicht nur eine Gruppe von Menschen, die von einem Planeten kam. Es scheint eine Gruppe von Menschen zu sein, die von mehreren Planeten, sogar mehreren Sonnensystemen kam, laut den alten Texten, nicht laut Billy Carson. Wenn du tiefer in die Materie eintauchst, entdeckst du das Enuma Elish, die 7 Schöpfungstafeln aus sumerischen Erzählungen, das Gilgamesch-Epos, das Atrahasis-Epos und den Mythos von Adapa, alles sumerisch. Weiter geht es zu indischen Texten wie dem Mahabharata, den Veden, der Bhagavad Gita und anderen, wo du erkennst, dass die Geschichten zusammenpassen. Das Verbindende zwischen diesen Geschichten, dem ägyptischen Totenbuch, den nordamerikanischen indigenen Stämmen und den historischen Informationen der Aborigines weist auf dasselbe hin. Wesen von anderswo kamen auf die Erde, um ein Königreich oder eine abtrünnige Zivilisation zu errichten. Das klärt die Anunnaki auf. Sie sind nicht nur eine Rasse von Menschen aus genau einem einzigen Ort. Diese Menschen kamen aus mehreren Orten. Und ich werde darüber in meiner neuen TV-Serie sprechen, die sehr bald über die Anunnaki kommt. Eine andere Sache ist, woher kamen sie? Nun, wenn man sich diese alten Texte, Tafelschriften, Zylinderschriftrollen und Papyrus ansieht, beginnt man zu erkennen,
dass sie alle aus einem zentralen Ort zu kommen scheinen, am Himmel. Und das ist das plejadische Sternensystem. Tatsächlich stammen 70% der existierenden antiken Artefakte, die mit den Ägyptern verbunden sind, den alten Ägyptern sollte ich sagen, den alten Menschen von Kemet wirklich, den alten Sumerern aus Mesopotamien, den alten Menschen, die in der Türkei und Syrien und all diesen Orten lebten und sogar bis hinunter in Teile Amerikas und Südamerikas, die früher Mesoamerika waren. Die meisten von ihnen haben eine Darstellung des plejadischen Sternensystems in den eigentlichen Stein, Schrift oder Kunstwerk eingraviert. Betrachtet man die Aborigines, bewahren sie ihre mündlich überlieferte Geschichte seit Tausenden von Jahren. Vor ungefähr 5 Jahren war ich auf einem Walkabout in Australien und habe es online dokumentiert. Die Aborigines behaupten, von den Plejadiern auf diesem Planeten angesiedelt worden zu sein. Sie zeigten mir plejadische Hieroglyphen, von denen bis heute niemand auf der Erde sie entschlüsselt hat. Und wir wissen das, weil man anhand der Patina in den Glyphen das Alter datieren kann, wann sie ungefähr geschnitzt wurden, und das kommt auf etwa 5000 Jahre. Es gibt etwas an dieser Geschichte über diese Wesen, die von einem anderen Ort auf diesem Planeten kamen. Und all diese Kulturen sagen, dass es einen alten galaktischen Krieg gab. Es gab einen Krieg in einem Teil des Himmels, weit über dem, was sie die Himmel nennen. Und in diesem Bereich, den ich aufgrund von Indizien für die Plejaden halte, gab es so viele Kriege. Die Menschen breiteten sich aus und verließen diese Region des Himmels und gingen zu anderen Sternensystemen wie Orion, Aldebaran, Sirius A, B und C und verschiedenen anderen Sternensystemen, um das zu schaffen, was wir Abspaltungskulturen nennen. In modernen Begriffen war die Erde eine dieser abtrünnigen Zivilisationen, wo die Anunnaki, fortgeschrittene Wesen, eine andere Form von Homo sapiens waren. Wir sehen aus wie sie und sie sehen aus wie wir. Die einzigen Unterscheidungsmerkmale waren größere Schädel, Knochen und Körper, laut alten Texten. Sie sind tatsächlich multirassische, Multispezies, Hominiden, bilaterale bipede Hominiden, die meiner Meinung nach ursprünglich aus den Plejaden stammen. Aufgrund eines dortigen Krieges besaßen sie die Brahma-Honda-Waffe, die jeden Menschen auf 3 Welten zerstören kann. Also sprechen wir über den Todesstern, Planeten, die explodieren, Monde, die explodieren. Stell dir vor, was passieren würde, wenn jemand den Mars in die Luft jagt. All diese Trümmer, die in unserem Sonnensystem herumschweben. Wir würden die Erde verlassen wollen, weil die Erde irgendwann von einem großen Brocken getroffen wird. Und jetzt stell dir vor, wir hätten die Fähigkeit oder die Technologie, einige von uns, leider nicht alle, in ein Schiff zu steigen und abzuhauen und woanders hinzufliegen. Das ist meiner Meinung nach das, was in der alten Vergangenheit passiert ist und so viele verschiedene abtrünnige Zivilisationen geschaffen hat, nicht nur in unserem Sonnensystem, sondern in vielen Sonnensystemen, die in der Milchstraße existieren. Aber lass mich dich das fragen. Isti. Ich hatte gerade Matt Lacroix hier, einen guten Freund von dir, und wir haben darüber gesprochen, wie sich unsere menschliche Zeitleiste von dieser 4000 bis 6000 Jahre Zeitleiste verschoben hat, die seit den 1800er Jahren von der Mainstream-Wissenschaft propagiert wird. Und wenn man in die Bibel schaut, sind es 5000 Jahre oder was auch immer. Aber jetzt gibt es mehr archäologische Beweise, dass unsere Zeitleiste nicht nur 10.000 oder 12.000 Jahre beträgt, was viele Leute jetzt wegen der jüngeren Dryas und der archäologischen Beweise sagen. Aber jetzt gibt es sogar Beweise, die diese Zeitleiste 20, 30, 40, sogar ein paar 100.000 Jahre zurückschieben. Zu welchem Zeitpunkt kamen die Anunnaki? Kommen sie immer wieder, wenn wir uns selbst zerstören? Oder gibt es etwas, das unsere Zivilisation zurücksetzt und kommen sie dann erneut? Ab wann weißt du zumindest, was du gelernt hast? Großartige Frage, phänomenale Frage. Also, es gibt 2 Teile dazu. Ich werde es ein wenig langsamer angehen, damit die Leute wirklich verstehen, was ich gleich erzähle. Der erste Teil ist, wenn man die Enuma Elish erforscht, entdeckt man die vollständige Entstehung dieses Sonnensystems auf eine Weise, die tatsächlich sehr, sehr wissenschaftlich erklärt wird, basierend auf Astrophysik. Die Astrophysik wird das, was in der Enuma Elish steht, bestätigen, weil sie über Gravitationsfelder, Planeten und Monde, die von Feldern eingefangen werden, und Kollisionen zwischen Planeten und Monden sprechen.
Und in einem dieser Fälle gab es einen Planeten namens Tiamat. Wir hatten Merkur, Venus und dann Tiamat. Es gab nicht die Erde und Mars an sich. Mars war ein bewohnbarer Mond von Tiamat. Er umkreiste Tiamat. Auch unser heutiger Mond umkreiste Tiamat. Laut diesen alten Texten kollidierte Tiamat während des Koaleszenzprozesses, als Gravitationsfelder interagierten und riesige Planeten durch das Sonnensystem flogen und zusammenstießen. Es heißt, dass ein Satellit von Nibiru, wahrscheinlich ein Mond, mit Tiamat kollidierte. Tiamat galt als einer der schönsten Planeten. Es hieß, es war ein wassertragender Planet mit Land und Leben, der im Sonnenlicht mit der Sonne um die Wette strahlte. So schön war es. Denken Sie einen Moment darüber nach. Denken Sie an diese Aussage über einen Planeten, der einst in unserem Sonnensystem existierte, bevor er mit dem Asteroidengürtel kollidierte. Wer könnte diese Aussage gemacht haben? Sie stammt nicht von der Erde, da sie zu dieser Zeit nicht existierte. Wir reisen weit in die Vergangenheit zurück. In diesem Text wird beschrieben, wie bei einer Kollision und Explosion ein riesiges Stück abbrach und Wasser, Leben und Meer mit sich riss. Als sich die Erde neu formierte, rückte sie an die 3. Position von der Sonne, Venus wurde zurückgedrängt, Merkur näher zur Sonne gebracht und der Mond eingefangen. Mars wurde in eine seltsame elliptische Umlaufbahn geschleudert. Die Analyse seiner Bahn zeigt, dass Mainstream-Astrophysiker glauben, dass er früher etwas anderes umkreiste. Es war nicht immer ein einzelner Planet, basierend auf seinem Umlaufzyklus und seinem Winkel der Umlaufbahn um die Sonne. Seine seltsame, ungewöhnliche Umlaufbahn. Also bemerkten sie, dass es freigesetzt wurde und seine eigene Umlaufbahn erfasste. Ein weiteres Indiz ist die Tatsache, dass eine Seite des Mars vollständig zerklüftet ist, die andere Seite ist völlig glatt. Die Seite, die zum Zeitpunkt der Kollision TMR zugewandt war, nahm den Großteil des Aufpralls auf. Und sie entdeckten auch, dass sich der Äquator des Mars um 45 Grad verschoben hat. Das Gewicht und die Masse der Landmasse, die durch die Explosion von TMA aufschlug, zwangen es fast auf die Seite und verursachten eine globale Flut, deren Beweise wir heute in vielen Mars-Rover-Bildern sehen können. Das ist also Teil 1. Die Erde selbst ist ein Nebeneffekt einer Kollision, die vor Millionen von Jahren stattfand, und das Land, auch das Leben und sogar einige dieser alten Artefakte brachte, die wir 400 und 500 Millionen Jahre tief in diesen Minen entdecken, die wurden nicht auf der Erde geschaffen. Die wurden geschaffen, als die Erde Teil von Tiamat war. Das ist also Teil 1. Jetzt wechseln wir und fragen uns, okay, wann sind Sie hierher gekommen? Also, während Sie weiter durch diese Texte graben, entdecken Sie, dass Sie vor ungefähr 450.000 Jahren auf diesem Planeten gelandet sind. Dieser Planet hatte sich wieder zusammengefügt. Er hatte geheilt. Er war wohlhabend. Es gab überall auf dem Planeten blühendes Leben. Zu der Zeit, als Sie hier ankamen und ein existierender Hominide, der unsere Cousins gewesen wäre. Nun, laut anderen mündlichen Überlieferungen, wie den Aborigines und nordamerikanischen indigenen Stämmen, sagen sie, dass wir gesät wurden. Nach der Erholung des Planeten brachte uns jemand von irgendwoher hierher. Das ist das, was gesagt und hinterlassen wurde. So kommen sie hierher, doch zu einer Zeit des Verfalls. Es scheint, dass wir ein anständiges Zivilisationsniveau erreicht hatten, bevor dieser Zyklus begann. Wir kollabierten erneut. Die Anunnaki stießen zufällig auf diesen Planeten zu einer Zeit, als wir wieder in der Steinzeit waren, aufgrund einer geologischen Katastrophe, möglicherweise, und so kamen sie vor etwa 450.000 Jahren hierher, aber sie begannen, eine abtrünnige Zivilisation zu schaffen, ohne Menschen zu benutzen, oder wir waren zu der Zeit keine Menschen, oder was auch immer. Wir waren unsere Cousins, die diesen existierenden Hominiden überhaupt nicht als Sklaven oder Arbeiter nutzten, nicht einmal mit ihnen interagierten. Das geschieht erst vor etwa 200.000 Jahren im Epos von Atrahasis, wo die Geschichte aufgreift, dass die Aik, die Arbeiterklasse der Anunnaki, es leid waren, auf dem Mars und der Erde zu arbeiten, viel von der Arbeit zu erledigen, fast so, als ob sie versklavt würden, und sie beschlossen, sich zusammenzuschließen und einen Putsch gegen die Götter der Erde zu machen, was Anu, Enki und Enlil gewesen wären. Und so umzingelten sie ihr Lager in Afrika, tatsächlich in Südafrika, an einem Ort namens Adams Calendar, der als eine der ältesten Goldminen der Erde entdeckt wurde, die vor etwa 200.000 Jahren datiert. Also gehen Sie zu Adams Kalender, Sie gehen zu diesem Campus, in dem Sie leben, Sie umzingeln ihn
und bereiten sich darauf vor, gegen sie in den Krieg zu ziehen. Und so hat Enki eine Idee, um diesen Krieg zu verhindern. Er sagte, hör zu, ich habe eine Idee. Es gibt ein existierendes Wesen auf diesem Planeten. Wir können unsere Essenz hinzufügen und es wird die Arbeit für uns erledigen. In einer anderen Tafel wird darüber gesprochen, dass sie sogar darüber debattierten, Wesen zu erschaffen, Menschen zu machen, also Cyborgs oder Roboter oder was auch immer. In einem anderen Gespräch, von dem ein Teil des Steins fehlt, heißt es weiter, dass sie das auf ihrem Heimatplaneten versucht haben und es war verboten, weil sie dann die Kontrolle übernehmen könnten. Sie könnten uns zahlenmäßig überlegen sein und die Kontrolle übernehmen. Wir hätten keine Kontrolle. Also hatten sie wahrscheinlich schon vor langer Zeit eine Situation mit KI. Also beschlossen sie, uns genetisch zu verändern, einige unserer DNA zu trennen, sie in sogenannte Junk-DNA zu verwandeln, unsere Zirbeldrüsen zu verkleinern, einige genetische Modifikationen vorzunehmen und am Anbetungsgenen herumzubasteln, von dem wir wissen, dass es in das Genom eingefügt wurde und so weiter. Gen Nummer 2 zu spleißen, Telomerkappen darauf zu setzen und uns zu ihren Arbeitswesen zu machen. Ein Abkommen wurde geschlossen und genau das taten sie. So begannen sie, uns zu nutzen, um die Arbeit zu erledigen. In dieser speziellen Situation verhinderte es den Krieg damals, doch viele Zehntausende Jahre später brach er aus. Wir wurden zur Sklavenrasse, der gesamte Planet der Homo sapiens wurde für diese Anunnaki zur Sklavenrasse und wir arbeiteten, da wir glaubten, für die Götter zu arbeiten. Sie gaben sich als Götter aus und so arbeiteten wir als Sklaven, ohne zu wissen, dass wir tatsächlich Sklaven waren, was ziemlich interessant ist. Und so manipulierten sie uns. Im Laufe der Zeit bauten sie eine sehr hochentwickelte Zivilisation auf. Und Beweise für diese Zivilisation nennt man die atlantische Zivilisation. Atlantis war nicht nur eine Ringstadt in der Mitte des Atlantischen Ozeans. Das war nur eine von vielen Hauptstädten, die auf der ganzen Welt existierten. Jeder Mensch auf der Erde steht und sitzt direkt auf Atlantis. Sie schufen eine globale Zivilisation auf diesem Planeten namens Atlantis. Und wir wissen das, weil wir Aufzeichnungen wie die Smaragdtafeln von Thoth haben, in denen er sagt, ich bin ein Sohn von Atlantis. Wir wissen, dass sein Vater Enki war. Und so war diese Zivilisation, die sie bauten, hochtechnologisiert. Nach einer massiven Katastrophe und einer großen Flut, die viele Dinge und Strukturen zerstörte, begannen sie nach einiger Zeit, die Zivilisation wieder aufzubauen. Doch diesmal verlagerten sie das Zentrum von Irak, das Mesopotamien ist, nach Kemet, das wir heute als Ägypten kennen. Warum ist es so? Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Warum sind die Sumerer so bekannt mit den Anunnaki? Viele Informationen über die Anunnaki stammen aus alten sumerischen Texten. Ist das fair? Ist das wahr? Ist das fair? Das ist fair, ja. Sie wurden auf der ganzen Welt mit verschiedenen Namen bezeichnet. Also zur Zeit des Aufstiegs der sumerischen Zivilisation, die aus dem Nichts in einem Augenblick aufstieg, was eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Sie hatten Hilfe. Sie schrieben viele Tafeln, Zehntausende von Tafeln haben Beweise, dass diese Menschen hier waren. Nicht nur die Beweise, die in Keilschrift auf Tafeln geschrieben wurden, sondern auch Zylinderschriftrollen, die hinterlassen wurden und diese Wesen tatsächlich darstellten und wie sie tatsächlich aussahen. Sogar Sternensysteme, Sternenkarten und Wege zu bestimmten Sternensystemen wurden hinterlassen. Diese befinden sich in Museen wie dem British Museum und dem Ashmolean Museum. Der Beweis, dass sie hier waren, sogar ihre Lebensspannen, der Beweis ihrer Anwesenheit in der Königsliste im Ashmolean Museum in Oxford, England, die Regierungsjahre einiger dieser Könige festhält, 28, 800 Jahre, 14, dann 600 Jahre. Und all diese verrückten Zahlen und wie sie über uns herrschten, auch der Aufstieg und Fall ihrer Zivilisationen oder ihrer Königsherrschaften. Und nach der Flut sagten sie, wisst ihr was? Wir werden jetzt eine Verbindung zwischen uns und den Menschen schaffen, also werden wir Könige oder Pharaonen oder wie auch immer sie in diesen Regionen genannt werden, erschaffen. Und im Fall des alten Kemet zum Beispiel, würden sie einen König erschaffen, der viel später Pharao genannt wurde. Diese Person müsste halb Mensch, halb Anunnaki sein, und das wäre die Blutlinienverbindung zwischen ihnen, die mit den Massen kommuniziert. Und so war das der nächste Weg, den sie einschlugen. In Ägypten nennen sie die Netiru. So nennt man sie im alten Kemet. Das ist der Name, der sich irgendwie gehalten hat. Die Netters wurden auch eine leicht veränderte, neuere Version, immer noch alt, aber dennoch neuer als Netters. Und die Netters werden dargestellt als alle alten ägyptischen Götter, Menschen, die angeblich laut ihnen nicht von
hier stammen. Es ist dasselbe Thema, das sich immer wiederholt. Sogar Jeschua alias Jesus sagt, ich bin nicht von der Erde. Er sagt es viele Male in der Bibel. Überall, wo man hinschaut, sind es immer Menschen, die nicht von hier sind. Aber die Beweise, dass sie hier waren, sind überall zu finden. Denn wenn man sich die Smaragdtafeln ansieht, wird Tod von seinem Vater gesagt, er solle ins Land Chem gehen und die Zivilisation wieder aufbauen. Mit anderen Worten, sie wussten, dass es auf einem hohen Niveau war, weil sie sagten, sie würden es wieder aufbauen. Nachdem sie das Land Chem wieder aufgebaut hatten, sagte er der Crew, die mit ihm dorthin ging, jetzt verbreitet euch auf der ganzen Welt und dupliziert, was wir hier getan haben. Also gingen sie dann auf jeden großen Kontinent und duplizierten und bauten die Zivilisation auf der ganzen Welt wieder auf, indem sie denselben Bauplan, dieselbe Technologie, dasselbe Bildungssystem, dasselbe Lehrsystem für die Menschen nutzten. Und sie gingen um den Planeten und duplizierten, was sie dort getan hatten. Deshalb wirst du, egal wohin du auf dem Planeten gehst, dieselben Bautechniken sehen. Peru, China, Russland, Ägypten. Es spielt keine Rolle, wohin du gehst. Du wirst diese gleichen megalithischen Blöcke sehen, die auf dieselbe Weise gebaut wurden, mit der gleichen Verzahnungstechnik. Kambodscha, wo ich gerade herkomme, du wirst überall auf dem Planeten Pyramiden finden. Warum? Weil sie einen Bauplan hatten, einen Meisterarchitekten. Das Einzige, was du leicht unterschiedlich finden wirst, ist das Motiv oder das künstlerische Design. Aber insgesamt wirst du überall auf dem Planeten dasselbe finden, weil diese Menschen die gesamte Menschheit beeinflusst, interagiert und engagiert haben und sie überall auf der Welt zur Arbeit gebracht haben, um, in diesem Fall, ihre Zivilisation wieder aufzubauen. Wir sprechen hier von einer sehr langen Zeit, denn die Smaragdtafeln sind ungefähr 36.000 bis 38.000 Jahre alt. Und dann herrschte Tod, laut den alten Ägyptern, 16.000 Jahre lang allein über das Land Chem, ein einziger Mann. Also wissen wir, dass diese Geschichte viel weiter zurückreicht als 5, 6, 7.000 Jahre. Wir sprechen hier von Hunderttausenden von Jahren. Wenn Sie genetische Beweise wollen, schauen Sie sich einfach Homo sapiens sapiens an. Wir wissen, dass wir vor etwa 200.000 Jahren laut Genetikern genetisch verändert wurden. Chromosom Nummer 2 wurde entfernt, zusammengefügt und an jedem Ende wurden Telomerkappen angebracht. Und wir wissen, dass dies eine Tatsache ist und es verkürzte unsere Lebensspanne auf maximal etwa 120 Jahre. Dies wurde von Wissenschaftlern der Harvard University entdeckt. Die sumerischen Tafeln besagen auch, dass diese Veränderung vor etwa 200.000 Jahren geschah, was mit der modernen Genetik übereinstimmt. Man muss fast die Augen öffnen und sagen, Mensch, das kann kein Zufall sein. Also Billy, im Verlauf der Geschichte haben wir festgestellt, insbesondere in einer Gita, dass viele dieser verehrten Götter unterschiedliche Hautfarben hatten, die verlängerten Schädel, die weltweit gefunden wurden. Es gibt Hinweise auf die Anunnaki, die unbestreitbar sind. Gibt es andere historische oder antike Götter, die mit den Anunnaki gleichgesetzt werden könnten? Blauhäutige Riesen in der Bhagavad Gita sind eindeutig identifizierbar. Aber gibt es andere historische oder antike Figuren, die mit ihnen in Verbindung gebracht werden könnten? Ja, absolut. Ihre Namen wurden im Laufe der Zeit geändert, über die Äonen hinweg. Namen ändern sich immer wieder, aber oft handelt es sich um dieselben Personen. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich bin froh, dass du das angesprochen hast. Einige Götter in indischen Texten sind blau, nicht metaphorisch oder zufällig. Es handelte sich um blaue Menschen mit einem bläulichen Schimmer oder Farbton auf ihrer Haut. Und diese gehörten zu den Anunnaki, was erneut beweist, dass es nicht nur eine spezifische Rasse von Menschen war. Einige dieser Menschen waren schwarz- oder dunkelhäutig, richtig? In den sumerischen Tafeln werden sie sogar als schwarzgesichtig bezeichnet. Einige dieser Wesen waren Anunnaki, aber sie hatten afrikanische Züge, aber sie waren hellhäutig mit blonden Haaren und blauen Augen. Das ist fast wie eine Person, die vielleicht wie ein Mulatte ist oder das als Albino hat oder vielleicht kommt das Gen daher. Wer weiß. Und dann gab es Menschen, die auch Kaukasiern ähnelten und Riesen mit roten Haaren waren, richtig? Man sieht diese Berichte und dann gab es natürlich den roten Mann, der aus den indigenen Geschichten der Lakota, der Hopi und all dieser anderen Stämme aus Amerika stammt, diese Riesen. Und egal, wohin man geht, man findet dieselbe Geschichte, man findet eine bestimmte Art von Wesen, die über Menschen herrschen, die ihnen irgendwie ähneln.
Das ist interessant. Ich fing an, darüber nachzudenken und fragte mich, könnte Rasse das Ergebnis eines bestimmten Gens von den Menschen sein, die über eine Region von uns auf dem Planeten herrschten? Und hier ist, was ich herausgefunden habe. Wissenschaftler, Genetiker haben entdeckt, dass es eine 2%ige Variabilität in den Genen zwischen den Rassen gibt. Mit anderen Worten, was mich zu einer Person mit dunklerer Haut und mehr Melanin in meiner Haut macht, als dich, der hellere Haut mit etwas weniger Melanin hat, liegt nicht daran, dass meine Vorfahren in der Sahara-Wüste unter der heißen Sonne gearbeitet haben. Und das ist, was man dir in der Schule beibringt. Der Grund, warum meine Haut so ist, liegt daran, dass ich genetisch geprägt bin. Und das bist du auch. Du bist genetisch geprägt. Und das sind auch die indigenen Völker aller anderen Kontinente auf dem Planeten. Wir sind genetisch geprägt, aber warum? Die Person, die über uns herrschte, hat uns ein Brandzeichen gegeben, wie man eine Kuh brandmarkt. Das ist Bauer Jims Kuh. Nicht anfassen. Verstanden? Siehst du das Brandzeichen? Als diese Menschen sich über den Planeten ausbreiteten, um Regionen zu beherrschen, haben sie die Beherrschten genetisch gebrandmarkt, um ihnen zu ähneln. Asiaten sehen anders aus als Kaukasier und Afrikaner, sowie die roten indigenen Stämme Amerikas und die Aborigines, die alle unterschiedlich aussehen, aber dennoch Homo sapiens sind. Dies liegt an genetischen Merkmalen. Es hieß, dass eine 2%ige Abweichung Millionen Jahre in der natürlichen Evolution benötigen würde, doch dies geschah in nur 200.000 Jahren. Dies deutet darauf hin, dass es sich um eine künstliche Mutation handelt, die absichtlich geschaffen wurde, um bestimmte Gruppen oder Rassen zu formen, die unserem Ebenbild ähneln. Das klingt vertraut, Sir. Das klingt vertraut. Also, du hast dieses Wort ein paar Mal in diesem Gespräch verwendet. Es war etwas, worüber ich tatsächlich mit dir sprechen wollte. Riesen. Nun, diese Idee von Kreaturen, die größer waren als wir, nach unserem Standard, ein großer Mann ist. Ich meine, Shark ist was, 710,79, so ähnlich. Das ist am oberen Ende des Spektrums. Es gibt wohl jemanden, der größer ist, aber solche Menschen leben im Allgemeinen weiter. Das ist die Spitze des Höhenlevels im Allgemeinen. Aber es gibt auch alte Texte, die von Riesen sprechen, die doppelt so groß waren, dreimal so groß. Und wie du vorhin erwähnt hast, die Anunnaki könnten viel größer gewesen sein als wir. Die meiste Zeit der Geschichte wird das als Mythologie betrachtet. Und sie nehmen es nicht wirklich ernst, weil sie es nicht durch eine andere Linse sehen können als die ihrer eigenen Sichtweise. Also, was sagen die alten Schriften? Und alte Texte sprechen von Riesen. Ist das wahr? Ist es nicht wahr? Woher kamen sie? Was ist es? Nun, wenn man sich den Text ansieht, ist ziemlich klar, dass es hier einmal Menschen gab, die riesig waren. Im Laufe der Zeit wurden ihre Nachkommen immer kleiner und kleiner. Genauso wie zum Beispiel. Bevor ich die ganze Frage beantworte, du und ich reisen zum Mars. Ich bin 6'4". Ich bin mir nicht sicher, wie groß du bist. Wenn wir zum Mars reisen und dort eine Weile bleiben würden, wären wir zunächst einmal Supermenschen, wenn wir auf dem Mars landen. Ich könnte einen Felsbrocken aufheben und werfen. Du könntest einen Felsbrocken aufheben und quer durch den Raum schleudern. Wir könnten springen und auf einen 20 Fuß hohen Basketballkorb dunken, richtig? Klar, weil wir unter der Erdanziehungskraft stehen. Wir wurden in der Erdanziehungskraft geboren und jetzt gehen wir zu einem Planeten mit weniger Schwerkraft als die Erde. Angenommen, wir hätten es geschafft und die erste Generation von Marsbewohnern erschaffen. Die erste Generation wird fast so stark sein wie wir, aber nicht ganz so stark, da ihre 9-monatige Schwangerschaft im Mars-Gravitationszyklus stattfand. Sie haben immer noch die DNA und die Gene, aber die Schwerkraft beeinflusst die Muskelfasern. Diese werden weniger kompakt und mehr gestreckt. In der zweiten und dritten Generation werden die Menschen extrem schwach sein und vollständig an die Mars-Schwerkraft angepasst sein, möglicherweise sogar sehr klein. Wenn man sie zur Erde bringt, würden sie wahrscheinlich von der Erdanziehungskraft zerquetscht werden, es sei denn, sie wären in einem speziellen äußeren Stahlkäfig. Okay, also jetzt schaust du dir diese Anunnaki-Wesen an, die hierher kommen von, wie es in den Texten scheint, viel größeren Planeten, in einigen Fällen. Planeten, die laut einigen Texten 4 bis 5 Mal, sogar 6 Mal größer als die Erde sind. Denk mal kurz darüber nach. Moment mal, 4 bis 5 Mal, vielleicht sogar 6 Mal größer als die Erde.
Um das zu untermauern, haben Astrophysiker basierend auf der Bewegung der Planeten in unserem Sonnensystem und den Dingen, die passiert sind, wie Uranus, der auf die Seite gekippt ist, hypothesiert, dass ein Planet vor Millionen von Jahren gravitativ durch unser Sonnensystem geworfen wurde. Vielleicht der 4- bis 6-mal so groß wie die Erde war, größer als die Erde. Also, du kommst vielleicht von einem Planeten, der so groß ist. Tiamat war ungefähr genauso groß. Und jetzt kommst du zur Erde, du bist ein Übermensch. Du bist riesig, du bist stärker. Riesige Steine und Blöcke aufheben und Bäume umwerfen ist ein Kinderspiel, weil das für dich nichts wiegt. Das ist einfache, grundlegende Physik. Es ist nicht einmal Magie. Und dann gibt es Berichte von Menschen, die sie gesehen haben. Menschen, unsere Harmoniden, unsere Cousins, die sie gesehen haben und sagten, hey, diese Leute waren hier. Sie waren riesig. Wir waren Heuschrecken in ihren Augen. Sie waren 10 Ellen groß. All diese verrückten Begriffe wurden verwendet, um die Höhe und Größe dieser massiven Wesen in den Wänden zu beschreiben. In Ägypten sind Hieroglyphen von einigen dieser Menschen zu sehen. Ja, riesige Menschen. Und dann sieht man die Menschen, die ihnen bis zum Knie arbeiten und dienen. In einigen Fällen in Sumer kann man wissen. Im heutigen Irak haben wir viele Tafeln und Schriften gefunden, sowie Zylinderschriftrollen, die diese Menschen darstellen, so groß, dass die meisten bis zum Knie oder leicht bis zur Taille reichten. Im Laufe der Zeit, je näher man der modernen Zeit kommt oder der dynastischen Ära, zum Beispiel in Ägypten, werden die Menschen, diese Götter, immer kleiner, fast normalisiert. Warum? Weil sich die Generationen weiterentwickeln und die Blutlinie fortbesteht, basierend auf der Schwerkraft der Erde, den Elementen hier, den Sauerstoffwerten, dem Sonnenlicht, den Kohlenmonoxidwerten und auch in gewisser Weise gaben sie sich die Fähigkeit, sich mit uns zu paaren und Nachkommen zu zeugen. Und so erhalten sie nun auch etwas von dieser Genetik. Diese Kombination begann im Laufe der Zeit, immer kleinere Menschen zu erzeugen, bis sie fast nicht mehr von normalen Menschen zu unterscheiden waren. Anfangs hatten sie riesige, verlängerte Schädel und Kieferknochen, die weltweit entdeckt wurden, wie bei den Paracas-Schädeln, von denen einige nur eine Scheitelplatte haben, während Menschen normalerweise 2 haben. Es ist nicht einfach zu erklären, warum eine Scheitelplatte fehlt, solche Dinge. Die weltweiten Beschreibungen variierten, aber vieles davon wurde als Mythologie abgetan. Dennoch glaube ich fest daran, dass massive Wesen existierten und es 2 Arten von Riesen gab. Einige dieser Riesen gehörten zum ursprünglichen sumerischen Pantheon, lange bevor das griechische Pantheon entstand. Im Laufe der Zeit änderten sich ihre Namen, wie bei Enki, der plötzlich viele verschiedene Namen hatte. Es ist faszinierend, wie sich diese Überlieferungen im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. Er ist tot im alten Ägypten, aber auch als Tehuti und Jehuti in Afrika und anderen Teilen Afrikas bekannt. Als Merkur ist er bekannt. In Griechenland wird er auch Odin genannt. Plötzlich wird er zu Quetzalcoatl in Mesoamerika als Kukulkan, Lord Pakal und unter anderen Namen wie Viracocha bekannt. Die Namen änderten sich über die Jahrtausende je nach Region, die sie beeinflussten. Aber es geht immer auf dieselbe Person zurück. Aber nochmal, sie begannen riesig und im Laufe der Zeit, durch Generationen, änderte sich ihre Körpergröße. Der zweite Typ von Riesen waren diese Nephilim. Sie sprechen darüber im Alten Testament der Bibel und auch in der Tora. Diese waren einige von diesen Anunnaki-Wesen oder atlantischen Menschen, die sich mit Menschen paarten und die nachkommen. Einige von ihnen waren Riesen, wirklich große Riesen. Wieder, aber das ist der Beweis für das Ganze. Eine Rasse von Menschen zu erschaffen, basierend auf 2 verschiedenen Arten von Genetik und 2 verschiedenen physischen Atmosphären, ursprünglich von der Person, die der Wirt von Sperma und Ei ist, und plötzlich kommen sie zusammen und erschaffen nun diese Person, ursprünglich einen Riesen. In einigen Fällen verliefen diese Paarungen nicht so gut. Einige dieser Riesen waren deformiert, hatten ein Auge, gingen hinkend. Einfach abnormale Riesen. Es gab 2 Arten von Riesen. Die Helden der alten Zeit oder die Weisen und die Nephilim-Riesen. Einige von ihnen waren sehr intelligent, hatten die Weisheit ihrer atlantischen Eltern. Sie gaben ihnen die Weisheit wie Bauwissen und so weiter und das Geheimnis des Wissens. Aber einige von ihnen waren deformiert. Also, um es einfach auszudrücken, was du über die Verdünnung der Riesengenetik durch Paarung gesagt hast, wäre es ähnlich wie Superman, der hier auf der Erde auftaucht. Durch unsere gelbe Sonne kann er fliegen, hat Superkräfte und Laserstrahlen aus den Augen.
Auf Krypton wäre er jedoch normal. Ja, er wäre dort vielleicht ein Mobbingopfer. Aber hier wird er wie ein Gott verehrt. Wenn Generationen vergehen und er mit Lois Lane ein Kind hätte, würde es definitiv etwas von Supermans Fähigkeiten erben, aber auch die Genetik seiner Mutter. Also, er wäre eine verwässerte Version seines Vaters genetisch. Und dann wächst dieses Kind auf. Und da es keinen anderen Gott gibt, mit dem es sich paaren kann, paart es sich mit einem anderen Menschen. Und wieder wird es verwässert. Verwässert bis zu dem Punkt, an dem nach 3, 4, 5 Generationen eine leichte übermenschliche Stärke erreicht wird. Vielleicht. Er könnte sehr hoch springen, anstatt zu fliegen. Es gibt ein paar kleine Dinge und im Laufe der Generationen wird es fast ausgelöscht, so verwässert, dass es etwas so Subtiles ist, das keinen Sinn mehr ergibt. Genau. Manchmal gibt es seltene Fälle von Menschen mit einem Überbleibsel des Gens, die vielleicht wirklich schnell rennen können oder ein ausgezeichnetes Sehvermögen haben. Aber nichts, das auf dem Radar erscheint wie ein Superwesen. Nein, nur jemand mit einer besonderen Fähigkeit. Nun, als du sagtest, dass die verschiedenen Anunnaki um die Welt reisten, und deshalb sehen wir Pyramiden, weil das immer eine meiner Fragen war. Warum sind die Pyramiden in Ägypten? Wir haben Pyramiden in Mesoamerika, Japan, China und überall. Diese Kulturen hätten nie miteinander gesprochen, besonders die in Mesoamerika. Es gibt keinen physischen Weg. Selbst wenn sie von Russland aus überzusetzen versucht hätten, gab es diesen kurzgesichtigen Bären, der niemanden durchließ. Für ein paar tausend Jahre. Deshalb sind wir nie hinübergekommen. Ich habe mich das immer gefragt. Also ist das der Grund, warum es in, sagen wir, Mesoamerika Pyramiden gibt, aber sie sind keine ägyptischen Pyramiden. Und in Kambodscha gibt es Pyramiden, aber sie sind keine ägyptischen Pyramiden. In Japan und China sind sie nur ein wenig anders als die perfekte Pyramide. Die große Pyramide war perfekt, aber in Mesoamerika waren sie anders, aber dennoch sehr beeindruckend anzusehen. Stimmt das? Oh, absolut. Nein. Wissen Sie, nicht nur teilten sie dieses Wissen und diesen Bauplan, sie verbreiteten ihn auf dem ganzen Planeten. Der Beweis ist zum Beispiel in Gizeh in Ägypten, richtig? Dort gibt es die 3 Hauptpyramiden, die jeder kennt. Sie sind mit dem Orion-Sternsystem ausgerichtet, nicht jetzt, aber in einer bestimmten Prozessionsperiode, da sind sie mit Orion ausgerichtet. Aber dann schauen Sie sich die 3 Pyramiden von Teotihuacan in Mexiko an, das früher Mesoamerika war. Sie sind auch auf das Orion-Sternsystem in einer bestimmten Prozession ausgerichtet. Hier ist der Beweis, dass sie verbunden sind. Die Basis der großen Pyramide von Gizeh und die Basis der Sonnenpyramide in Teotihuacan, Mexiko, sind gleich. Die Höhe der großen Pyramide und die Höhe der Pyramide von Teotihuacan sind genau um 50% geteilt. Die Teotihuacan-Pyramide ist also genau 50% der Höhe der großen Pyramide von Gizeh. Und so sagen wir, Moment mal, was ist hier los? Beide sind auf Aquiferen gebaut, obwohl der Aquifer in Gizeh jetzt ausgetrocknet ist, weil der Nil ausgetrocknet ist und in eine andere Richtung geflossen ist. Aber er war da. Und wir wissen, dass der Aquifer da war, weil die Aquiferröhren immer noch unter der großen Pyramide sind. Ich war tatsächlich in ihnen drin. Und dann sieht man die Teotihuacan-Pyramide, die auf einem Aquifer gebaut ist. Beide hatten wahrscheinlich denselben Zweck. Mindestens ein Zweck war ähnlich, nämlich die Energieerzeugung, drahtlose Energieerzeugung. Und so schaut man sich die Pyramiden in China an. Nun, es gibt 3 berühmte Pyramiden in China, die ebenfalls mit Orion ausgerichtet sind und genau in der gleichen Position stehen und auf einem Aquifer gebaut sind. Wie kann das sein? Dann nimmt man plötzlich die USGS-GOV, geologische Kartierung des Erdmagnetfelds, und direkt aus diesen Pyramidenstandorten auf der ganzen Welt erhebt sich ein gigantisches Magnetfeld. Wie kann das Zufall sein? Auch in Amerika könnte man jemanden mit genügend Indizienbeweisen ins Gefängnis bringen. Alles, was man braucht, sind Indizien. Wir sagen also, dass es genügend Indizienbeweise gibt, um zu beweisen, den Fall, dass diese 3 Pyramidenstandorte, nur diese 3 allein, es gibt viele mehr, die ich nennen könnte, durch einen Bauplan, durch ein Wissen, durch ein Verständnis verbunden sind. Und sie wurden in verschiedenen Teilen der Welt gebaut, die nicht in der Lage sein sollten, zu kommunizieren, Kontakt aufzunehmen. Und sie haben sicher keine Hühnerknochen und Kupfermeißel benutzt, um sie zu bauen. Wie der Mainstream sagt, sind alle 3 dieser Pyramidenstandorte auf verschiedene Weise gebaut,
Aber die Technik und das Verständnis, wie man sie dazu bringt, was auch immer das Ziel war, zu erreichen, und die Ausrichtung mit den Sternen ist überall gleich. Als ich in Chichen Itza war, sah ich tatsächlich Hühnerknochen. Ich werfe es nur mal in den Raum. Ich habe welche gesehen. Bin mir nicht sicher, ob sie damit gebaut wurden, aber Hühner waren da. Wir sprechen darüber aus einer intellektuellen Perspektive, aber wenn man davor steht, diese Strukturen, und du siehst nicht nur die Perfektion in ihrem Design, aber ich sage das immer, weil ich es immer noch für verrückt halte. Das Klatschen. In Chichen Itza, wenn du klatschst und es zu dir zurückhallt. Die Menge an Ingenieurskunst, die es braucht, um so etwas zu machen, wäre in der heutigen Welt schwierig und würde Computer und Ingenieure auf sehr hohem Niveau erfordern, um so etwas nachzubilden. In Stein zu meißeln wäre äußerst schwierig, nicht weniger als das. Was oft übersehen wird, ist, dass man vor einer solchen Herausforderung sicherstellen muss, dass es funktioniert. Man kann nicht einfach Ressourcen abzweigen, um etwas zu bauen, das so spezifische Merkmale hat wie die Sonne, die herunterkommt, die Schlange zur Sonnenwende des Jahres, um den Kalender zu erstellen, und das hallende Geräusch, das den Quetzalvogel fängt und reflektiert. Der Bauplan muss bewährt sein, entweder durch frühere Umsetzungen oder Tests in einem CAD-Programm. Bevor man sich verpflichtet, endlose Ressourcen zu investieren, sollte man sicherstellen, dass alles bekannt ist. Ein weiteres Erlebnis war eine Tour durch Kambodscha, die das Leben der Teilnehmer veränderte. Als wir gerade aus Kambodscha zurückkamen, haben wir diese Leute auf eine großartige Tour durch das Land mitgenommen. Eine lebensverändernde Tour. Der Wassergraben um Angkor Wat ist der größte Tempelkomplex der Welt. Okay? Die Alten dort oder die Menschen, die die mündliche Geschichte an die Einheimischen weitergegeben haben, behaupten, dass dieser Tempel an einem Tag und einer Nacht erbaut wurde, dass er an Ort und Stelle gegossen wurde. Beim Anblick wirkt er wie gegossener Stein. Interessant ist der Wassergraben, der ausgetrocknet, aber noch vorhanden ist. Nein, Entschuldigung, der Wassergraben. Nun, dieser Graben ist voller Wasser und hat immer noch ein Reservoir. Entschuldigung, der andere war ausgetrocknet, aber dieser ist voll mit Wasser. Doch wenn man bedenkt, wie viel Erdmasse entfernt wurde, um ihn zu schaffen, waren es über 188.000 Kubik. Fuß, 188.000 Kubikfuß Erde wurden entfernt, fast auf die genaue Zahl. Du zitierst mich nicht genau, aber wenn du es nachschlägst, wird es sehr ähnlich sein. Aber der Punkt, den ich mache, ist, dass die große Pyramide etwa 98.000 war. Plötzlich sagst du, Moment mal, es wurde mehr Masse aus diesem Graben entfernt. Mehr Masse als die große Pyramide, um dies zu machen und es in ein Reservoir zu verwandeln, das mit den Reisfeldern verbunden ist, um Bewässerung zu schaffen, um das Wasser vom Berg im richtigen Winkel aufzufangen und zu wissen, wie man ein Reservoir schafft, das sich selbst erhält und auch den Tempel schützt. Also sprechen wir hier über ein System, wieder Vorwissen. Man bewegt nicht mehr Masse als die Pyramide, um etwas zu schaffen, von dem man hofft, dass es funktioniert. Man muss Kalkül beherrschen, wenn man solch ein Reservoirsystem erstellt. Man muss verstehen, wie man Wasser umleitet, Bewässerung einrichtet und all diese Dinge, bevor man die Ressourcen aufwendet, mehr Masse zu bewegen als die große Pyramide. Die Beweise sind überall um uns herum. Und aus irgendeinem Grund wollen wir sie einfach nicht sehen. Und das erfordert auch viele Hühnerknochen, eine Menge Hühnerknochen, um das zu bewegen. Ich habe den Begriff Hühnerknochen noch nie gehört. Es ist einfach genial. Ich werde das ab jetzt ständig verwenden, weil es urkomisch ist und es zeigt auch, wie lächerlich es ist. Kupferzeitwerkzeuge konnten das nicht bauen. Ja, am Mai, sie biegen sich und nicht daran. Exakte Präzision dessen, was vor sich geht. Also lass mich dich das fragen, mein Freund. Wir sprechen über die Anunnaki und es klingt wie eine ziemlich magische Geschichte und es klingt wie eine sehr ausgeklügelte Idee. Ob du es glaubst oder nicht, ist irrelevant. Meine Frage an dich ist, was sind die spirituellen Implikationen dieser Wesen, die von anderen Galaxien und solchen Dingen herabkommen? Was ist die Auswirkung auf die Seele, auf die Reinkarnation, auf unsere Reise hier als Seele in diesem dreidimensionalen Raum?
Welche Auswirkungen hat das? Nun, die Implikationen sind enorm. Wir haben durch alte Tafeln und Texte herausgefunden, dass das gesamte religiöse System von diesen atlantischen Menschen, den Anunnaki, stammt. Sie haben dieses System etabliert, um die Massen zu kontrollieren. Eine geniale psychologische Psyop, die Macht über Massen, Einnahmen und Arbeit hat. Und moderne Genetiker behaupten, dass ein Anbetungsgen in das menschliche Genom eingefügt wurde und ein- oder ausgeschaltet werden kann. Und wenn es aktiviert ist, möchte eine Person etwas außerhalb von sich selbst anbeten, aber wenn es deaktiviert ist, schaut die Person nach innen. Moment mal, was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir in die Religion getäuscht wurden. Grundsätzlich nutzen sie es, um uns zu kontrollieren, um Einnahmen zu generieren, was ihr Essen war. Es ist, als würden sie einkaufen gehen und uns die geschlachteten Lämmer und frisches Gemüse bringen lassen und nicht zu vergessen, was es für die heutige Zeit bedeutet. Wenn eine Person wirklich begreifen kann, was passiert ist und erkennt, dass der Text, den sie gelesen haben und auf dem sie ihre Ewigkeit basieren, nicht genau das ist, was sie denken, und dass der Ursprung und die Wurzeln davon zu etwas Dunklerem und Unheimlicherem führen, könnten sie zur Realität erwachen, dass sie selbst die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal übernehmen müssen und aufhören sollten, ihren Glauben in äußere Quellen zu setzen und anfangen sollten, an sich selbst zu glauben, sich selbst zu vergeben und den Gott zu sehen, der bereits in ihnen ist. Denn derselbe unendliche Gott, der dieses gesamte Universum und vielleicht dieses Multiversum erschaffen hat, ist in jedem einzelnen Atom ihres Körpers und dass sie selbst bereits göttlich und ewig sind. Die Atome, aus denen ihr Körper besteht, sind seit Milliarden von Jahren hier und die spirituelle Energie, die den Körper bewohnt, ist multidimensional und ewig. Und dass wir keine äußere Person oder Wesen oder Quelle oder Gott oder irgendetwas anderes, an das wir glauben, brauchen, um die Macht, die bereits in uns ist, zu rechtfertigen. Das Geheimnis ist, eine Reise in den inneren Raum zu unternehmen und zu entdecken, wer wir wirklich sind und wozu wir fähig sind und wie viel Macht bereits in uns steckt. Und das wird das äußere Ergebnis um uns herum verändern. Wir werden eine völlig neue Realität manifestieren. Wir können den Himmel auf Erden erschaffen. Was ich glaube, die ultimative Mission ist, das Experiment dieses Universums selbst ist. Und ich glaube wirklich, dass dies ein Experiment ist, um zu sehen, wie lange es dauern wird, bis jede Zivilisation, die im gesamten Universum aufsteigt, den Himmel, die Hölle in den Himmel verwandelt, wo auch immer sie sich auf welchem Planeten befinden und durch die stürmische Zeitperiode, die dunklen Zeiten gehen und aufsteigen und das Licht suchen, von dem sowohl in den Smaragdtafeln die Rede ist. Wie lange wird es dauern, bis diese Zivilisation aufsteigt? Wie viele werden sich selbst zerstören, bevor sie die Chance dazu bekommen? Wie viele Menschen werden wiedergeboren, um aus früheren Zeiten zu lernen und es besser zu machen? Also, ich denke, es ist ein großes Experiment, wie das Universum versucht, sich selbst zu erfahren, kennenzulernen und zu verstehen. Das Universum will sich selbst erkennen und lernen, indem es die Erfahrungen unzähliger Entitäten im gesamten Universum erlebt. Es lebt subjektiv, um Informationen zu sammeln und einen Weg zur Perfektion innerhalb des Universums zu finden. Und wenn jemand jemals an deinen Worten zweifelt, besuche einfach den Vatikan. Und du wirst sehen, dass das Gold an den Wänden überall ist. Okay? Denn darum ging es bei Jesus. Es ist faszinierend zu sehen. Im Verlauf der Geschichte ging es bei Religion in Anführungszeichen um Kontrolle. Es ging wirklich um Kontrolle. Dann gibt es philosophische Ideen wie Konfuzianismus, Buddhismus und Hinduismus, die dir sagten, sie waren fast mehr philosophisch auf das Innere gerichtet, als es um Kontrolle ging. Aber selbst dann haben die Menschen sogar diese Ideen aufgegriffen, um Massen zu kontrollieren oder Geld, Macht, Ruhm zu erlangen. Viel hat sich in dieser Hinsicht nicht geändert, oder Billy, oder? Nein, sie haben nur einen neuen Dreh gefunden. Wir haben gerade den Remix am Laufen, oder? Und so,
Ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die Pastoren sind, und sie haben die Anunnaki studiert. Ich meine wirklich tiefgehend. Sie verstehen und wissen alles darüber. Warum bringt ihr diese Informationen nicht zu den Leuten und lehrt sie? Nun, dann werde ich meine Rechnungen nicht bezahlen können. Das sind die genauen Worte. Die genauen Worte. Ich werde meine Rechnungen nicht bezahlen können. Also sind ihre Rechnungen und ihr Lebensstil wichtiger, als die Wahrheit zu verbreiten, weil sie erkennen, dass sobald eine Person dieses Wissen hat, das gesamte religiöse System in ihrem Kopf zusammenbrechen wird, ihr Glaubenssystem wird zusammenbrechen. Und sie sagen, nun, wofür brauche ich dich dann? Wofür schicke ich dir Geld? Und sie beginnen zu realisieren, wow, ich sollte dieses Geld in mich selbst und mein eigenes Wissen investieren. Und sie beginnen eine Heldenreise in sich selbst und sehen das Leben, wie es wirklich ist. Es ist also eine unglückliche Sache, aber ich denke, im Laufe der Zeit ist es besser geworden, dass mehr Menschen, die ich in den letzten 3 oder 4 Jahren gesehen habe, sich endlich leicht von diesen religiösen Dogmen, Glaubenssystemen lösen und wirklich versuchen, sich selbst zu finden und mehr über sich selbst, das Universum und die göttliche Kraft, die bereits in ihnen ist, herauszufinden. Sobald eine Person an den Punkt kommt, an dem sie erkennt, dass die Stimme in ihrem Kopf nicht irgendein Himmelsvater mit einem Zauberstab ist, der ein weißes Gewand und einen großen weißen Bart trägt und irgendwo im Weltraum herumschwebt und ihnen Wünsche erfüllt, wenn sie beginnen zu realisieren, dass die Stimme in ihrem Kopf ihre eigene Stimme ist, wenn sie sich verändert und in die Stimme ihrer eigenen Stimmbänder in ihrem Kopf verwandelt, beginnen sie zu erkennen, dass sie selbst mit sich sprechen, ihr höheres Selbst, das mit ihrem Selbst hier spricht und versucht, sie auf ihrem Weg zu leiten. Und so ist es ein Aufstiegsprozess. Es ist also ein Prozess des Wachsens und der Wiedergeburt. Wiedergeburt durch Bewusstsein. Erhöhtes Bewusstsein ist der Weg zur Wiedergeburt. Nicht durch das Eintauchen in ein Becken oder einen Eimer oder einen See oder was auch immer, sondern durch Verstehen und Wachsen und beginnen zu realisieren, wo man vor einer Woche, einer Minute, einem Jahr, vor 10 Jahren war und sich selbst auf diesen niedrigeren Ebenen zu sehen und zu erkennen, dass man durch Bewusstsein aufgestiegen ist und viele Male in einem Leben wiedergeboren wird. Es ist erstaunlich. Mehr als je zuvor in meinem Leben, denke ich. Immer mehr Menschen suchen nach diesen Informationen. Immer mehr. Menschen verlassen organisierte, angstbasierte Religionen. Gerade in Massen. Die katholische Kirche ist am Abgrund, wie man so sagt, trotz ihrer enormen Macht und Geld, Ressourcen. Andere Kirchen und Religionen leiden auch, weil die Menschen aufwachen. Es gibt jetzt zu viele Informationen, wo es früher keinen Informationsaustausch wie diesen oder das Internet im Allgemeinen gab, waren die Leute einfach an das gebunden, was der Priester sagte, was die Stadt sagte, was die Gemeinschaft sagte. Es waren diese Sonderlinge, die wegfuhren und sagten, hey, ich habe 1 Jahr oder 2 in Ägypten verbracht und ich habe allerlei Sachen gelernt und die Leute sagten, Ketzer verbrennt sie. Das war das Ende von. Es ist jetzt ein bisschen anders. Es ist so viel anders, dass die Leute immer mehr aufwachen. Findest du das auch? Oh, ich sehe es überall, wo ich hingehe, Mann. Die Leute kommen auf mich zu und sagen, Mann, du hast mein Leben verändert. Ich habe angefangen zu recherchieren, worüber du gesprochen hast, und ich habe erkannt, dass die Informationen, die mir über Generationen hinweg vermittelt wurden, nicht vollständig korrekt sind. Es gibt tiefere Informationen und Quellen, die dazu beitragen, diese Informationen zu erstellen. Sie beginnen jetzt zu erkennen, dass es eine viel tiefere Geschichte gibt. Wenn du deine gesamte Ewigkeit auf Informationen in einem Buch basierst, solltest du dann nicht alles darüber wissen? Solltest du nicht wissen, wie man es von links nach rechts aufschlüsselt? Solltest du nicht herausfinden, in welchen Sprachen es ursprünglich geschrieben wurde, diese Übersetzungen überprüfen und noch weiter zurückgehen? Und wenn du das tust, landest du bei den sumerischen Tafeln, dem Mahabharata, der Bhagavad Gita, den indischen Veden, dem Epos von Gilgamesch. Du landest beim ägyptischen Buch vom Herausgehen bei Tag, dem tibetischen Totenbuch. Ich meine, du landest bei all diesen Texten, die bereits existieren. Und es ist wie, wow, das hat wirklich die Smaragdtafeln von Tod, das kommt hier raus. Aber jetzt sehe ich es. Ich kann erkennen, wo die Informationen plötzlich verzerrt wurden. Jetzt, wo Tod davon spricht, das Licht zu suchen und zu bekommen. Die gleichen Worte von Jeschua in der modernen Bibel. Sie fügen einen kleinen Satz hinzu, oh übrigens, du solltest deinem Sklavenhalter gehorchen, wie du gehorchst. Mensch, Jeschua, er rennt nicht herum und sagt den Leuten, sie sollen Sklavenhaltern gehorchen. Ich meine, komm schon. Irgendwann müssen die Leute aufwachen und erkennen, dass diese Informationen zur Kontrolle und Dominanz dienen. Aber sie tun es. Das Gute ist,
dass die Leute allmählich diese Texte hinterfragen, weil wir in Sendungen wie deiner, meiner und vielen anderen darüber sprechen. Sie beginnen Fragen zu stellen, die nicht beantwortet werden können oder nicht beantwortet werden wollen. Jetzt sagen sie, weißt du was? Lass mich zurücktreten und selbst mehr Nachforschungen anstellen. Was ich an dieser Plattform und unserem Tun liebe, ist, dass wir Forscher schaffen, was unser Ziel ist. Ich möchte nicht, dass die Leute mir einfach glauben. Ich möchte, dass ihr Notizen macht zu dem, was ich sage. Ich möchte, dass ihr dieses Video immer wieder abspielt, beginnt, nach diesen Dingen zu suchen und eure eigene Auffassung zu entwickeln. Ich garantiere euch, es wird sich leicht von dem dogmatischen Verständnis unterscheiden, das ihr wahrscheinlich hattet, als ihr mit der Recherche begonnen habt. Mein Freund, ich könnte noch weitere 6 Stunden mit dir reden, wie ich es normalerweise tue. Und du wirst definitiv ohne Frage zurückkommen, weil ich es liebe, mit dir zu sprechen, Bill. Ich denke, das Publikum liebt es auch, wenn wir zusammenkommen. Bevor ich gehe, wo können die Leute mehr über dich und die großartige Arbeit, die du in der Welt machst, erfahren? Ja, hört alle zu. Wir haben eine fantastische TV-App, die Forbidden Knowledge TV-App. Ihr könnt sie in jedem App Store finden, im Google Play iOS App Store, im Samsung App Store, auf eurem Samsung TV. Ihr könnt sie auf Amazon Fire TV, Roku bekommen, die Forbidden Knowledge TV App mit der Zahl 4 und all die großartigen Inhalte ansehen. Wir haben jetzt etwa 3000 Episoden auf der App und es kommen noch mehr, da ich eine brandneue TV-Serie über die Anunnaki habe, die sehr bald herauskommt. Wir beginnen in nur wenigen Wochen mit den Dreharbeiten und das wird eine umwerfende Serie. Unglaublich gut gemacht mit der höchsten Technologie. Darüber sprechen wir. Ich werde auf einem vollständig immersiven Set sein, also werde ich in diesen antiken Städten stehen. Einige der Aufnahmen, die Sie sehen werden, sind mein eigenes Originalmaterial von Orten, an denen ich war. Denn, wie Sie wissen, mache ich die Forschung gerne selbst. Haben Sie eine abschließende Botschaft für das Publikum? Billys Abschiedsbotschaft wäre eine Sache, die du verstehen musst und die wichtigste Sache ist, du hast die Macht, deine eigene Realität zu erschaffen. Hör auf, deine Macht an äußere Quellen abzugeben. Hör auf, deine Energie an äußere Quellen zu verschenken und zu hoffen und zu betteln und zu wünschen. Schau in dich selbst. Wenn du in dich selbst eintauchst und deine eigene Heldenreise antrittst, mehr über dich selbst herausfindest, Selbstentdeckung dieser Reise vertraust, wirst du als Meister herauskommen. Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Aber wenn der Lehrer bereit ist, erscheint der Meister. Billy, es war wie immer ein Vergnügen, mein Freund. Kämpfe weiter den guten Kampf und wir sprechen bald. Vielen Dank. Danke. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.